Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr mit Sicherheit feststellen könnt, bin ich immer noch im Urlaub. Zur Zeit der Aufnahme befinde ich mich gerade in Pobjerovo in einem sehr schönen Apartment. Ich versuche auch zu diesem Apartment ein Video zu machen, was ich euch dann gerne auch zeigen möchte. Also ich bin wirklich von dem Apartment begeistert, aber heute geht es nicht um das Apartment in Pobjerovo, sondern um das Apartment in Hell, welches wir uns auch vor kurzem für unseren Sommerurlaub 2024 gebucht haben, und dieses will ich euch sehr gerne vorstellen. Ihr werdet mich gleich im Video unten rechts wahrscheinlich irgendwo in der Ecke sehen. Ich werde dann durch die Wohnung laufen und immer erzählen, was wir dort sehen. So, dann fangen wir auch an. Also hier kommt man im Prinzip ins Apartment rein. Das Apartment, welches wir hatten, war Jurata 2. Und wer mir auf Instagram noch nicht folgt, kann das auch gerne machen. Schnofinski on Tour. Genau, also wenn man erstmal ins Apartment reinkommt, also hier haben wir nochmal die Eingangstür, dann haben wir, wenn man reinkommt, sofort zur rechten Seite erstmal eine Garderobe, wo man seine Schuhe abstellen kann, eventuell auch seine Jacke ausziehen kann, wenn man im Sommer eine Jacke mitnimmt, eventuell. Zur linken Seite haben wir dann auch ein Schlafzimmer. Das Bett ist, ich meine, 1,60 mal 2 Meter. Es ist ausreichend, hat einen Schrank. Mir haben da ein paar Schubladen gefehlt, aber ansonsten eigentlich vollkommen ausreichend, um zumindest seine Koffer zu verstecken. Links und rechts auch Nachttische. Ein Fenster gibt es auch mit einem wundervollen Ausblick auf den Žabka und das Hotel gegenüber. Und ein Wanddekobild haben wir auch noch im Schlafzimmer. Vollkommen ausreichend, also wirklich zum Schlafen ist das Schlafzimmer wirklich ausreichend. Und wenn man dann reinkommt, sind wir auch schon im Prinzip im Wohnbereich. Hier haben wir eine kleine Eckcouch, eine Kommode, einen kleinen Tisch, Wohnzimmertisch, sagen wir mal, einen kleinen Essbereich mit einem Meeresdekobild diesmal, was ein bisschen mehr zu Hell passt. Und genau, was mir hier aufgefallen ist, was ich ein bisschen merkwürdig fand, hier haben wir irgendwo eine Ecke, ich sage jetzt mal eine Stelle, total ungenutzt. Ich denke, da konnte man irgendetwas Schönes daraus machen. Aber naja, ist nur meine persönliche Meinung. Einen Fernseher gibt es auch. Wir persönlich gucken wenig Fernseher, bis eigentlich gar kein Fernseher im Urlaub. Wir haben immer den Laptop mit, um eventuell Netflix mal abends zu schauen. Dann haben wir da auch sofort schon eine Kochecke, Kochnische, genau, mit einem mit einer Ceran-Elektroplatte, die man dort auch mit Strom anschließen kann. Ist leider nur ein Kochfeld, was ich persönlich ein bisschen wenig finde. Die Wohnung ist, glaube ich, für bis zu 4 oder 5 Leute sogar vorgesehen, und dann nur ein Kochfeld ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Also ich finde, in jeder Küche sollten mindestens 2 Kochfelder sein, ist nur meine persönliche Meinung, aber hier haben wir jetzt nur einen. Einen Wasserkocher haben wir dort, einen Kühlschrank haben wir dort und ja, eine Spüle, ist klar, haben wir dort auch. Und hier eine Sache, welche ich jetzt nicht so toll fand, dass unter der Spüle im Prinzip das ganze Besteck und Töpfe sind. Für meinen Geschmack ist das so ein bisschen, naja, also mir hat das nicht so ganz gefallen. Ich fand das jetzt nicht sehr appetitlich. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendetwas genutzt habe, habe ich das Geschirr nochmal komplett durchgespült einfach. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich bin da vielleicht ein bisschen pingelig dabei, ne? Ich finde, aus der Küche hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Wie man sieht, oben ist enorm viel Platz. Man hätte da 1, 2 Hängeschränke zum Beispiel hinmachen können, um die Sachen dort zu verstauen. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Und auch, wir sehen ja auch die Spüle, die ist relativ klein. Und es ist eigentlich schon fast unvermeidbar, wenn man dort spült, dass das Wasser nicht links und rechts an der Seite irgendwie ausläuft. Also deswegen sehr, sehr minimalisch eingerichtet, nenne ich das jetzt einfach mal. Also zum Überleben reicht's, aber wirklich sehr minimalisch. Hier haben wir das Badezimmer. Ein Badezimmer halt, wie ein Badezimmer ist. Da ist jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Haben wir einen Spiegel mit Licht. Darunter haben wir ein paar Schränke, ein Waschbecken, eine Dusche, klar, eine Toilette. Wirklich jetzt nichts Besonderes. Sieht schön aus, meiner Meinung nach. Soweit in Ordnung. Zumindest für mich persönlich zumindest oder für uns soweit.
Die Wohnung hat auch einen Balkon. Ich finde auch ist jetzt nicht ganz so kleiner Balkon, schon groß. Ich würde jetzt mal so ganz grob schätzen, circa 6 Quadratmeter, 2 Stühle, haben wir dort einen kleinen Balkontisch und eine Bank, kann man das so nennen, mit Aussicht auf einen Spielplatz. Für uns war das in Ordnung, da wir hier mit unserer kleinen Tochter sind, und für uns, ich sage jetzt mal, war es einfach optimal. Ne? Ist auch sehr ruhig, also selbst vom Spielplatz her war jetzt nicht der Lärmpegel irgendwie laut oder sonst irgendetwas, also ich konnte da in Ruhe morgens meinen Kaffee trinken. Also mich hat es jetzt überhaupt nicht gestört. Und die Tochter, die war auch ganz auf dem Balkon, hat immer zum Spielplatz geguckt. Ja, ne Motte. Ne, genau. Ja, das war im Prinzip die Wohnung. So sieht die Wohnung von außen aus. Link packe ich euch natürlich später auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr auch euch eventuell entscheiden, euch dieses Apartment zu buchen. Jetzt hier noch so 1, 2, 3 kleine Informationen zum Apartment. Also ich muss sagen, das Apartment ist ein kleines Apartment, hat circa, ich meine, das war jetzt 32, 33 Quadratmeter. Es war sauber, das ist auf jeden Fall der Hauptgrund, aber alles andere, muss man schon sagen, ist sehr, sehr minimalisch eingerichtet. Wir konnten den Parkplatz auf dem Gelände nutzen, was am Anfang an nicht vorgesehen war, also wurde auch nicht vom Vermieter irgendwie vorgegeben oder so. Netterweise durften wir dort unser Auto die ganzen Tage stehen lassen. Dadurch haben wir uns auf jeden Fall auch die Parkplatzkosten gespart. Das war auf jeden Fall sehr toll und sehr nett auch vom Vermieter. Ansonsten, wie gesagt, Wohnung ist sehr minimalisch. Ich würde jetzt sagen, nicht mehr wie 2 Leute sollten in der Wohnung reingehen. Ansonsten könnte es wirklich eng werden. Das war es auch soweit. Link zum Apartment packe ich euch später auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Noch eine kleine Info vorab. Zwischen mir und den Vermieter ist irgendwie keine Abmachung oder sonst irgendetwas. Ich zeige das Video wirklich aus freien Stücken. Ich kriege nichts dafür oder habe auch nichts irgendwie davon oder sonst irgendetwas. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!